Im Frühjahr des Jahres 146 vor Christus steht ein römischer Feldherr auf einer Anhöhe und sieht einer Stadt beim Brennen zu. 6 Tage lang kämpfen die Menschen dort um jedes Haus. Am 7. Tag ist der Widerstand gebrochen. Die Stadt, die eben noch 500.000 Menschen getragen hat, hört auf zu existieren. Der Feldherr auf der Anhöhe hat gewonnen, und während er zusieht, beginnt er zu weinen. Sein Begleiter, ein griechischer Gelehrter, steht neben ihm und schreibt später auf, was er gehört hat. Der Sieger sagt einen Vers aus einem alten Gedicht: Es wird ein Tag kommen, an dem auch die heilige Stadt zugrunde geht. Und dann sagt er denke dabei an Rom. Er hat begriffen, dass keine Stadt zu groß ist, um zu verschwinden. Wir gehen an diesem Tag nicht in diese Stadt hinein. Wir gehen 74 Jahre früher hinein, an einem ganz normalen Morgen, als niemand dort ahnt, dass es diese Straßen einmal nicht mehr geben wird. Willkommen im Jahr 220 vor Christus, willkommen in Karthago. Die Sonne steht noch flach über dem Wasser, und der Wind kommt von See. Wer sich der Stadt vom Meer her nähert, sieht zuerst nichts als eine Mauer. Sie läuft an der Küste entlang und steigt dann landeinwärts an, und sie ist so gebaut, dass sie einem Angreifer keine Lücke lässt. In ihrem Inneren, so schreiben es spätere Quellen, liegen Ställe für Elefanten und Pferde, dazu Kammern für Vorräte und Räume für Soldaten. Diese Mauer ist kein Zaun, sondern ein bewohntes Gebäude. Dahinter beginnt eine Halbinsel, und auf dieser Halbinsel liegt eine der größten Städte der damaligen Welt. Unser Weg beginnt unten am Wasser, denn dort beginnt in dieser Stadt fast alles. Wir begleiten an diesem Morgen einen Mann, dessen Namen wir nicht kennen und den wir hier einfach den Händler nennen. Ihm gehören Anteile an 2 Schiffen, er hat ein Lagerhaus am Hafen, und er wartet seit 11 Tagen auf eine Ladung, die aus dem Westen kommen soll. Er ist kein reicher Mann im Sinne der großen Familien dieser Stadt. Aber er kann lesen, er kann rechnen, und er weiß, was ein Krug Öl in 4 verschiedenen Häfen kostet. Der Hafen von Karthago besteht aus 2 Becken, und sie sind sehr verschieden. Das erste Becken ist rechteckig und offen. Hier liegen die Handelsschiffe, hier wird geladen und gelöscht, hier stehen die Wagen und die Schreiber. Wer etwas in diese Stadt bringt, kommt hier an, und wer etwas mitnimmt, geht hier hinaus. Am Rand dieses Beckens steht unser Händler und sieht zu, wie ein Schiff einläuft. Es ist tief im Wasser, ein gutes Zeichen. Männer springen an Land, Taue werden festgemacht, und noch bevor der erste Sack an Deck bewegt wird, steht bereits ein Beamter da und will wissen, was an Bord ist. Denn diese Stadt lebt nicht nur vom Handel. Sie lebt von der Abgabe auf den Handel. Das zweite Becken sieht man vom ersten aus nicht. Man kann nur hineinfahren, und wer nicht hineingehört, kommt nicht hinein. Dieses zweite Becken ist vollkommen kreisrund. In der Mitte liegt eine künstliche Insel, und rings um diese Insel sowie am gesamten Ufer stehen Hallen, in denen Schiffe trocken liegen. Jede Halle nimmt ein Kriegsschiff auf, und die Rampen sind so gebaut, dass man ein Schiff aus dem Wasser ziehen oder wieder hineinlassen kann. Antike Quellen nennen eine Zahl für diese Hallen, 220. Man muss sich diese Zahl einmal vorstellen: 220 Kriegsschiffe, überdacht, gewartet, jederzeit bereit, und von außen sieht niemand, wie viele davon gerade da sind. Der runde Hafen ist die eigentliche Antwort auf die Frage, warum diese Stadt so lange so mächtig war, und die Antwort ist nicht die Mauer, sondern dieser Hafen. Was aber fließt durch diesen Hafen hindurch? Aus dem Süden kommen Gold, Elfenbein und Häute. Sie werden über Wege durch die Wüste an die Küste gebracht und dort auf Schiffe geladen. Aus Iberien im Westen kommt Silber, und zwar in Mengen, die alles verändern werden. Aus Sardinien und Sizilien kommt Getreide. Aus dem Osten kommen Glas, Gewürze und feine Stoffe. Und was verlässt die Stadt in die andere Richtung? Öl, Wein, Töpferware, gefärbte Tücher, verarbeitetes Metall. Vor allem aber geht etwas hinaus, das man nicht sieht: Verbindungen. Wir folgen dem Händler nun vom Wasser weg in die Stadt hinein. Und hier passiert etwas, das viele überrascht, die zum ersten Mal davon hören. Diese Stadt hat gerade geplante Straßen. Sie sind nicht gewachsen, sondern angelegt worden. Die Häuserblöcke stehen in einem Raster, die Gassen kreuzen sich in Winkeln, und das Ganze folgt einem Plan. Die Wohnhäuser sind schmal und auffallend hoch. Unten liegen Werkstätten und Läden, darüber wird gewohnt.
Ausgrabungen haben Häuser freigelegt, die mehrere Geschosse hatten, und antike Berichte sprechen sogar von 6. Fast jedes Haus hat einen kleinen Innenhof, und unter fast jedem Haus liegt eine Zisterne. Das ist kein Zufall, sondern eine Notwendigkeit. Es regnet hier im Winter und im Sommer über Monate gar nicht. Wer im August Wasser haben will, muss es im Februar aufgefangen haben. Über den Dächern erhebt sich ein Hügel, und auf diesem Hügel liegt die Burg der Stadt. Die Griechen nennen ihn mit einem Wort, das Rindshaut bedeutet. Eine Königin aus dem Osten, so erzählt man sich, habe hier nur so viel Land erbeten, wie eine Rindshaut bedecken könne, und habe die Haut dann in dünne Streifen schneiden lassen, um damit einen ganzen Hügel zu umspannen. Ob das je geschah, weiß niemand. Aber die Stadt erzählt sich diese Geschichte selbst, und das sagt etwas über sie aus. Auf dem Hügel stehen Tempel und Verwaltungsgebäude. Von oben sieht man beide Häfen, die Mauer, das Land dahinter und das Meer. Hier oben wird auch regiert, und die Art, wie das geschieht, hat einen Mann beschäftigt, der diese Stadt nie betreten hat. Der griechische Philosoph Aristoteles untersucht in Athen die Verfassungen seiner Zeit. Er vergleicht, er bewertet, und er ist mit den meisten unzufrieden. Als er eine kurze Liste der am besten eingerichteten Staaten aufstellt, stehen dort Sparta, Kreta und ein Gemeinwesen, das gar nicht griechisch ist. Der dritte Name auf dieser Liste ist Karthago. An der Spitze der Stadt stehen keine Könige, die ihr Amt vererben. Es stehen dort 2 Männer, die für ein Jahr gewählt werden. Ein Rat der Ältesten berät sie, und über allem sitzt ein Gremium von 104 Mitgliedern, das die Amtsträger kontrolliert und zur Rechenschaft ziehen kann. Der Philosoph hebt genau diesen Punkt hervor. In Sparta, schreibt er, könne jeder Beliebige in dieses Aufsichtsamt gelangen. In Karthago werde nach Eignung ausgewählt, und das sei besser. Auch dass die höchsten Ämter nicht an eine einzige Familie gebunden sind, hält er für einen Vorzug. Und wenn die Mächtigen sich nicht einigen können, dann entscheidet die Volksversammlung. Wer sich merkt, dass in dieser Stadt am Ende fast alles über Geld läuft, wird später besser verstehen, warum sie beinahe an einer unbezahlten Rechnung zugrunde geht. Einen Vorwurf macht er ihr allerdings, und er trifft den Kern. Ämter, schreibt er, seien in dieser Stadt käuflich. Wer das höchste Amt anstrebe, müsse dafür bezahlen, und wer dafür bezahlt habe, wolle sein Geld anschließend wiedersehen. Reichtum werde damit zur Voraussetzung für Macht. Unser Händler geht nicht hinauf, denn dort oben hat er nichts verloren. Er hat auf dem Markt zu tun. Der Markt liegt zwischen dem Hafen und dem Hügel, und wer dort steht, hört mehrere Sprachen gleichzeitig. Man spricht die Sprache der Stadt, eine Sprache aus dem Osten, mitgebracht von den Gründern aus Tyros. Man hört Griechisch, weil griechische Kaufleute überall sind. Man hört die Sprachen der Menschen, die schon vor der Stadt in diesem Land lebten. Und man hört Latein, denn auch Rom handelt hier, und noch ist Frieden. Auf den Tischen liegt getrocknetes Obst, es gibt Fisch, Öl in großen Krügen, Salz, Werkzeug, Stoff. Bezahlt wird mit Münzen, auf denen ein Pferd oder ein Pferdekopf zu sehen ist, oft zusammen mit einer Palme. Wer diese Münze in der Hand hält, hält ein Zeichen dieser Stadt in der Hand. Und dann ist da noch der Geruch dieser Stadt. Wer sich den Werkstätten am Rand der Stadt nähert, riecht es lange, bevor er sie sieht. Der Gestank ist so stark, dass diese Betriebe außerhalb der Wohnviertel liegen müssen. In diesen Werkstätten wird der teuerste Farbstoff der antiken Welt hergestellt. Der Farbstoff steckt in einer Meeresschnecke, und um ihn zu gewinnen, lässt man die zerbrochenen Gehäuse tagelang in Salzlake in der Sonne stehen. Was dabei entsteht, stinkt erbärmlich, aber die Farbe verblasst nicht, sondern wird mit der Zeit sogar schöner. Für ein einziges Gewand in dieser Farbe braucht man tausende Schnecken. Deshalb kostet dieser Farbstoff mehr als Gold desselben Gewichts, und deshalb tragen solche Gewänder nur Menschen, die zeigen wollen, dass sie es können. Vor den Werkstätten liegen Berge von zerbrochenen Schneckenhäusern. Diese Berge liegen dort noch heute, und Archäologen finden sie an vielen Küsten des Mittelmeers. Bevor wir der Sache mit dem Geld nachgehen, müssen wir über die Tiere sprechen, die in dieser Mauer stehen. Karthago führt Krieg mit Elefanten. Es sind nicht die großen Tiere, die man heute aus der Savanne kennt. Es ist eine kleinere nordafrikanische Waldform, die es inzwischen nicht mehr gibt.
Diese Tiere sind schneller zu bewegen und leichter zu halten, und sie reichen für den Zweck vollkommen aus. Denn der Zweck ist nicht das Töten. Der Zweck ist die Panik. Ein Heer, das noch nie einem Elefanten gegenübergestanden hat, bricht auseinander, bevor das Tier überhaupt bei ihm ankommt. Pferde, die den Geruch nicht kennen, lassen sich nicht mehr lenken. Wer erlebt hat, wie eine Schlachtreihe reißt, weil 20 Tiere darauf zulaufen, vergisst das nicht. Geführt werden sie von Männern, die dieses Handwerk mitgebracht haben, unter anderem aus Indien, angeworben über ägyptische Verbindungen. In der Landmauer, so berichten es antike Quellen, gibt es Ställe für 300 dieser Tiere, dazu Platz für mehrere tausend Pferde. Man muss sich das vor Augen halten, die Stadtmauer ist zugleich die größte Kaserne dieser Welt. 18 Jahre später wird ein karthagisches Heer mit 37 dieser Tiere über die Alpen nach Italien ziehen. Fast keines wird den Winter danach überleben. Aber die Nachricht, dass da jemand mit Elefanten über das Hochgebirge gekommen ist, wird in Rom Wirkung entfalten, lange bevor das erste Schwert gezogen ist. Kehren wir zum Geld zurück, denn beim Geld beginnt die dunkelste Geschichte dieser Stadt. Karthago führt seine Kriege nicht mit Bürgern. Die Stadt führt ihre Kriege mit gekauften Soldaten. Männer aus Iberien, von den Balearen, aus Gallien, aus Griechenland und vor allem aus dem Land vor den Toren der Stadt dienen gegen Sold. Das hat einen einleuchtenden Grund: ein Kaufmann, der auf einem Schlachtfeld steht, verdient in dieser Zeit nichts. Solange die Kassen voll sind, funktioniert dieses System hervorragend. Und dann kommt der Tag, an dem die Kassen leer sind. Im Jahr 241 vor Christus endet ein langer Krieg gegen Rom mit einer Niederlage. Die Stadt muss zahlen, und zwar an Rom. Zur selben Zeit kehren die eigenen Söldner aus Sizilien zurück, und sie wollen ihren Lohn. Man vertröstet sie, man verhandelt, und am Ende bietet man weniger an, als versprochen war. Was daraufhin geschieht, ist einer der grausamsten Kriege der Antike, und er findet nicht weit weg statt, sondern direkt vor dieser Stadt. Die Söldner erheben sich, und die Städte im Umland schließen sich ihnen an, denn sie haben jahrelang hohe Abgaben gezahlt. Aus einer Lohnforderung wird ein Aufstand, und aus dem Aufstand wird ein Krieg ohne Regeln. Antike Berichte beschreiben, was beide Seiten tun, und sie beschreiben es so, dass man es kaum wiedergeben kann. Gefangene werden verstümmelt, Gesandte werden getötet. Wer einmal die Seite gewechselt hat, kann nicht mehr zurück. Der Feldherr, der diesen Krieg für Karthago schließlich gewinnt, lässt die Anführer der Aufständischen kreuzigen. 3 Jahre lang dauert dieser Krieg, und die Stadt überlebt ihn. Aber sie hat gesehen, wie nah sie am Ende war, und der Grund dafür war kein fremdes Heer. Der Grund war eine unbezahlte Rechnung. Dieser Feldherr namens Hamilkar tut danach etwas, das über die nächsten Jahrzehnte entscheidet. Dieser Feldherr geht nach Iberien, und zwar nicht als Verbannter, sondern mit einem Auftrag und mit einem Heer. Dort liegt Silber, und mit Silber lassen sich Schulden bezahlen und Soldaten halten. Er nimmt seinen ältesten Sohn mit, einen Jungen von 9 Jahren. Später wird erzählt, der Vater habe den Jungen vor der Abreise an einen Altar geführt und ihn schwören lassen, niemals ein Freund Roms zu sein. Ob diese Szene je stattgefunden hat, lässt sich nicht beweisen, erzählt wird sie bis heute. In unserem Jahr 220 vor Christus führt dieser Sohn namens Hannibal in Iberien längst selbst ein Heer. Die Menschen auf dem Markt wissen das alles. Sie wissen nur nicht, dass derselbe Mann 3 Jahre später mit Elefanten über die Alpen nach Italien ziehen wird. Verlassen wir für einen Moment die Stadt und sehen uns an, wovon sie lebt, wenn gerade kein Schiff einläuft. Vor den Mauern beginnt Land, das zu den ertragreichsten der antiken Welt gehört. Hier stehen Olivenbäume, Feigen, Granatäpfel und Wein, und dazwischen liegen Getreidefelder. Diese Landwirtschaft ist kein Nebenbei. Sie ist eine Wissenschaft. Ein Karthager schreibt darüber ein umfangreiches Werk, 28 Bücher über den Landbau. Als die Stadt später zerstört wird und die Römer fast alle Bibliotheken verbrennen oder verschenken, machen sie bei diesem einen Werk eine Ausnahme. Der römische Senat lässt es ins Lateinische übersetzen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Rom vernichtet eine Stadt vollständig und rettet aus ihr ein Buch über Ackerbau, weil es zu nützlich ist, um es zu verlieren. Dieser Verfasser namens Mago gilt bei römischen Landwirtschaftsschriftstellern später als eine Autorität.
Am Nachmittag geht unser Händler zu einem Tempel, weil ein Schiff wieder auslaufen soll. Die Stadt verehrt vor allem zwei Gottheiten. Ein männlicher Gott, dessen Name so viel bedeutet wie Herr der Glut, und eine weibliche Gottheit, die auf unzähligen Steinen dieser Stadt genannt wird. Ihr Zeichen ist eine einfache Figur mit erhobenen Armen, und man findet es überall, auf Grabsteinen, an Hauswänden, auf Schmuck. Wer etwas will, verspricht etwas. Das ist der Kern dieser Religion. Man bittet nicht nur, man geht einen Vertrag ein. Und genau an diesem Punkt liegt die Frage, an der sich seit über 100 Jahren die Wissenschaft streitet. Am Rand der Stadt liegt ein umzäuntes Feld. Dort stehen Steine mit Inschriften, dicht an dicht, und unter den Steinen liegen Urnen. In den Urnen liegt die verbrannte Asche sehr kleiner Kinder, dazu manchmal die von jungen Tieren. Über 20.000 solcher Urnen sind gefunden worden. Griechische und römische Autoren behaupten, die Karthager hätten in Notzeiten Kinder geopfert. Lange Zeit hielt man das für Propaganda der Sieger, und dafür gab es gute Gründe. Wer einen Feind vernichtet, erzählt gern, dass es ein Ungeheuer war. Dann untersuchte man die Knochen. Die einen Forscher sagen, das Alter der Kinder verteilt sich so, wie es bei natürlicher Säuglingssterblichkeit zu erwarten wäre. Es sei ein Friedhof für die Kleinsten und nicht mehr. Die anderen sagen, die Verteilung passt eben nicht zur natürlichen Sterblichkeit. Auffällig viele Kinder seien nur wenige Wochen alt, und dazu kämen die Inschriften auf den Steinen, die immer wieder derselben Formel folgen und von einem gegebenen Versprechen sprechen. Eine endgültige Antwort gibt es nicht. Der Streit läuft weiter. Was man sagen kann, ist dieses Feld ist kein Gerücht. Es liegt dort, man kann es betreten, und die Steine tragen Namen. Was dort geschah, wissen wir nicht sicher. Wir wissen aber sicher, dass dieser Ort der Stadt sehr wichtig gewesen ist. Es wird Abend, und die Stadt schließt. Die Tore werden geschlossen, auf der Mauer stehen Wachen, und im runden Hafen liegen die Schiffe in ihren Hallen. Aus den Häusern steigt Rauch, denn gekocht wird über Holzkohle. In den Gassen ist es dunkel, denn Straßenbeleuchtung kennt diese Zeit nicht. Unser Händler sitzt in seinem Innenhof. Seine Ladung ist angekommen, sein Schiff läuft in 4 Tagen wieder aus, und er rechnet. Er weiß, dass es im Westen Krieg geben könnte. Er weiß nicht, dass er alt genug werden könnte, um zu erleben, wie Hannibal bis vor die Tore Roms zieht und trotzdem verliert. Und er ahnt nicht, was 74 Jahre später kommt. Im Jahr 146 vor Christus wird Rom zurückkehren, 3 Jahre lang belagern und die Stadt Haus für Haus einnehmen. Danach wird hier nichts mehr stehen. Über diese Zerstörung gibt es einen Satz, den fast jeder kennt: Die Römer hätten den Boden mit Salz bestreut, damit dort nie wieder etwas wachse. Dieser bekannte Satz ist nachweislich falsch. Keine einzige antike Quelle berichtet davon. Kein römischer Autor, kein griechischer. Die Geschichte taucht zum ersten Mal in Nachschlagewerken des 19. Jahrhunderts auf, also fast 2000 Jahre nach dem Ereignis, und sie ist einer Erzählung aus dem Alten Testament nachgebildet. Sie ist erfunden worden, weil sie so gut passt. Und vielleicht sagt gerade das am meisten über diese Stadt aus. Sie wurde so gründlich beseitigt, dass später eine Legende einspringen musste, um die Lücke zu füllen, die sie hinterlassen hat. Was wir heute über Karthago wissen, wissen wir fast nur von denen, die es zerstört haben, und von dem, was unter der Erde liegen blieb: Zisternen, Mauerreste, Hafenbecken, Schneckenschalen, Urnen. Und doch ist von dieser Stadt etwas übrig geblieben, das größer ist als jede Mauer. Die Gründer Karthagos kamen aus einer Küstenstadt im Osten, und sie brachten eine Erfindung mit, die ihre Heimat der Welt gegeben hat: eine Schrift, die mit gut 2 Dutzend Zeichen auskommt. Genau das war der Punkt. Diese Schrift ist nicht in einem Tempel entstanden, sondern im Handel, weil Handel Verträge braucht. Von dort ging sie zu den Griechen, von den Griechen zu den Römern, und von den Römern in fast jede europäische Sprache. Die Buchstaben, mit denen dieser Satz geschrieben ist, stammen in gerader Linie aus derselben Tradition wie die Zeichen auf den Steinen von Karthago. Rom hat die Stadt beseitigt. Die Schrift ihrer Gründer benutzt heute jeder von uns, jeden Tag, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Der Feldherr auf der Anhöhe hat geweint, weil er verstanden hat, dass auch seine Stadt einmal an der Reihe sein würde. Welche Stadt sollen wir als nächstes betreten? Schreib es in die Kommentare.